Hallo alle zusammen, in dem heutigen Video geht es um meinen Lieblingsfilm von den Ghibli-Filmen, und zwar Chihiros Reise ins Zauberland. Und in einer meiner ersten Videos hatte ich euch dort schon zu einem Ort was erzählt in Japan, der einer Szene aus dem Film auch sehr ähnelt. Und zwar, wer den Film geguckt hat, es war dort einmal, wo überall sozusagen dann Wasser war, wo sie vorher entlang gegangen will. Ich will nicht zu viel spoilern für alle, die es noch nicht den Film noch nicht geschaut haben, und man dann im Hintergrund noch ein bisschen sowas wie eine Stadt sehen konnte. Genau, und in Japan, in der Präfektur Chiba, gibt es nämlich einen Ort, der dem schon ähnelt. Und ja, genau, da wollte ich euch auf jeden Fall ein paar Sachen dazu erzählen. Einmal, wo der Ort genau ist, wie man dorthin kann, wenn man jetzt gerade in Tokio ist, und ob es sich auch wirklich lohnt, und ich zeige euch einfach ein paar Fotos und Videos noch dazwischen. Also der Ort heißt einmal Egawa Beach Shiohigari. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Hier ist auch einmal der japanische Name. Ich wollte es eigentlich so ein bisschen auf Pro Gamer tun und den bei Google eingeben. Und ja, es hat aber nicht funktioniert. Deswegen, genau, der japanische Name. Ich verlinke euch das aber auch nochmal unten, dass ihr das einfach dann selber zum Beispiel bei Google Maps eingeben könntet. So, ich bin damals von der Shinjuku Station in Tokio gestartet. Und ich meine, ich wäre damals nur einmal umgestiegen, aber jetzt, als ich nach dem Weg gegoogelt habe, kam es dazu, dass ich dann zweimal hätte umsteigen sollen. Das ist einmal so. Da müsst ihr einmal sozusagen lang. Genau, auf jeden Fall ist das Ziel in Chiba die, wieder falsch ausgesprochen, Iwane Station, Iwane. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber hier ist einmal auch ein Screenshot davon. Und dann müsst ihr nämlich mit Google Maps einfach dort zu Fuß hinlaufen. Das ist, glaube ich, ein Weg von 10 bis 15 Minuten oder sagen wir bis zu einer halben Stunde. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich gebraucht habe. Ist aber auch ganz schön. Der Ort ist dort etwas ländlicher und man kommt vorbei an ein paar Schreinen. Davon kann man auch dann Fotos machen und sich die auch anschauen. Also die waren auch auf jeden Fall sehr schön, und an Feldern, und generell sah das einfach total schön aus. Und vor allem, wenn man die ganze Zeit in Tokio war oder in Tokio ist das nochmal vollkommen der Kontrast. Und ja, auf jeden Fall, der Weg ist auch schon eine Sache für sich, und dort ist auch, ja, schaut es euch einfach dann an, falls ihr dann dort vorbeigeht. Genau, ihr könnt auch zwischendurch einfach woanders hingehen. Bei Google Maps stehen dann zum Beispiel auch Schreine, die ein bisschen, wo man vielleicht woanders abbiegen muss als der Weg zu dem Strandabschnitt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, und wenn ihr dann einmal dort ankommt, steht dort ein Schild auf Japanisch. Und zwar habe ich dort einfach dann die Einheimischen oder die Menschen, die dort waren, gefragt, weil dort halt etwas auf Japanisch stand, und ich dachte, ich war mir erstmal nicht sicher, ob man dort jetzt rein kann. Auf jeden Fall sollte es einmal so aussehen. Das Ziel sieht einmal so aus. Normalerweise hatte ich eigentlich eine andere Kulisse, jemand ein Foto gezeigt, wo er selber halt war und das so gesehen hatte. Und zuerst war ich aber an einem Ort dort, der ähnlich aussah, aber dann habe ich nämlich die Fotos verglichen, und dann habe ich gesehen, dass es ein bisschen anders aussah. Also wenn man sozusagen dort ankommt, wo ein Google hinführt, kann man nach links. Dort ist nämlich dieses Schild mit diesem Japanischen, aber dort steht einfach nur drauf, dass man nicht auf die Dünen gehen soll. Also auf die Fläche, wo gerade kein Wasser ist. Also man sollte halt nur auf dem festen Land sozusagen bleiben. Und genau, also das heißt, ihr könnt dann links einfach an dieser Rampe vorbei und einfach weitergehen, bis ihr dann das Meer sozusagen seht und dann auch diese Stadt im Hintergrund. Und dort ist auf jeden Fall die Aussicht auch sehr schön. Nur der Winkel hatte mir halt noch nicht so ganz gefallen. Und zwar hatte ich halt
wie gesagt, dieses eine Beispielfoto und ich wollte halt genau diese Aussicht haben und bin dann einfach irgendwann wieder losgezogen. Das heißt, ihr müsst dann wieder zu dem Punkt, wo ihr herkommt mit Google Maps und dann kann man nämlich etwas hochgehen und nach rechts am Meer entlang die ganze Zeit weiterlaufen und dann kommt ihr einmal an diesen Punkt. Davor sind auch ein paar Shops, die waren aber zu meiner Zeit alle geschlossen. Und dann müsst ihr dann dort sozusagen weiter entlang ich zeige euch das am besten alles so hier anhand von Fotos. Genau, dann geht ihr auf jeden Fall etwas dort entlang. Und einmal müsst ihr dann, wenn ihr da so entlang gegangen seid, nach rechts gehen. Und dann seid ihr nämlich an dem Ort, wo es halt wirklich so ähnlich aussieht wie aus dem Film selbst. Nun, genau, so einmal dazu, wie man nämlich dort hinkommt. Dann eine weitere Information, wovon ich selbst nichts wusste und die Person, die es mir empfohlen hatte, auch nicht. Und zwar sehen die Kulissen immer anders aus. In diesem Meeresabschnitt, also an diesem Strand, herrscht manchmal Ebbe und manchmal Flut. Zu meiner Zeit herrschte Ebbe, deswegen sah es halt nicht genauso aus wie aus dem Film. Einmal ein Vergleichsfoto. Ich fand es trotzdem mega schön, also mich hat das nicht gestört. Aber für alle, die halt diese Illusion haben wollen, dass da nur Wasser ist und dann im Hintergrund einmal das Meer, müsstet ihr einfach mal googeln, wann genau die Flut ist. Hoffentlich ist das zu der Zeit, wo ihr gerade vielleicht in Tokio seid. Der Fall wäre natürlich schön, aber wie gesagt, mich hat es auch so nicht gestört. Genau, das muss man auf jeden Fall beachten. Und das Wetter sollte gut sein. Es sollten nicht zu viele Wolken sein und auf jeden Fall sollte es auch nicht regnen, damit halt, wie gesagt, diese Illusion entstehen kann. Und auch wenn zum Beispiel an dem Tag ganz viele Wolken sind, sieht es wahrscheinlich auch immer noch sehr schön aus, aber ich muss sagen, der Sonnenuntergang, der dort war, der war einfach nur atemberaubend. Ich zeige euch mal einen Clip. Man hat den Ort für sich. Bei mir waren damals zum Beispiel auch nur ca. 5 Personen dort, vor allem an der zweiten Stelle. Die ist halt etwas versteckter. Ich hätte sie auch wirklich selber fast nicht gefunden, wäre ich nicht einer Person gefolgt zu dem Platz. Und ja, also die Atmosphäre ist einfach mega schön mit dem Sonnenuntergang und das war einfach alles mega schön, diese Aussicht, die man hatte. Man konnte schön, wenn ihr schöne Fotos machen wollt, könnt ihr viel schöne Fotos dort machen. Für mich war das eher zweitrangig, aber ich habe es einfach wirklich genossen. Deswegen komme ich auch zu meinem letzten Punkt, ob es sich lohnt, dorthin zu kommen. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Vor allem das Zugticket von Tokio, also Shinjuku, in die Präfektur Chiba, an diesen Ort, kostet auch nur, ich meine, so 8 bis 16, höchstens 20 Euro. Also es ist wirklich nicht teuer für einen Tagesausflug. Und wenn man selber zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland gerne geschaut hat und ein Fan davon ist es ja auch immer schön, an so welche Orte zu gehen, wenn es so welche gibt, die so ähnlich aussehen wie aus den Filmen. Und auch generell einfach jeden, also man muss nicht unbedingt ein Ghibli-Studio-Fan sein, um dorthin zu gehen. Wenn man zum Beispiel einfach was anderes sehen möchte in Japan, wenn man jetzt zum Beispiel in Tokio ist als eine Großstadt, kann ich das auch einfach nur empfehlen. Es ist nicht so weit weg und es ist einfach ein Kontrast und es sieht einfach sehr, sehr schön aus mit dem Sonnenuntergang, mit den Wellen und mit der Stadt einfach im Hintergrund. Vorher habe ich selbst auch noch nie so eine Kulisse gesehen und ja, es ist einfach mal was anderes und ja, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Genau, das war es aber auch eigentlich schon. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Ich schreibe euch die Informationen auf jeden Fall einmal in die Beschreibung unten. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, genau. Hier ist auch schon ein kleiner Hint für einer meiner nächsten Videos. Es wird einmal über Star Wars sein. Genau, also es kommt bald noch mehr. Ihr müsst nicht mehr lange drauf warten. Bis dann!